Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Lumina 4 hat ein neues Update rausgebracht und zwar auf die Version 4.2. Wer von euch Lumina jetzt schon hat und es aufgemacht hat, wird bemerkt haben, dass Lumina fragt, ob du ein Update durchführen möchtest. Und zwar auf die Version 4.2. Und da kann ich euch nur raten, führt das Update auf jeden Fall durch. Denn nicht nur die vorhandenen AI-Funktionen wurden von Lumina noch weiter verbessert, laut Angabe des Herstellers, sondern es gibt auch ein komplett neues Tool und das finde ich ziemlich cool. Und zwar heißt das Tool AI Himmel verbessern. Die Übersetzung ist hier ein bisschen schwammig, aber das Ganze passt schon so. Was das Tool jetzt kann, warum ich es ziemlich cool finde und wie es funktioniert, das erkläre ich euch wie immer im Video. Ich habe das Update bereits bei mir eingespielt auf Lumina und ihr seht jetzt hier die geöffnete Version von Lumina in der Version 4.2. Ich habe euch auch schon mal ein Foto hier geladen, das wir zusammen mit der neuen Funktion mal bearbeiten werden. Die neue Funktion findet ihr im Kreativbereich, wenn ihr hier rauf geht, und dann sehen wir hier oben, was mich allerdings ein bisschen verwundert hat, sage ich gleich dazu. Ihr seht, hier steht nämlich AI Argument Sky. Das ist die englische Version. Ich habe eine weitere Version von Lumina 4 bei mir auf dem Laptop und dort steht AI verbesserter Himmel. Woran das jetzt liegt, kann ich euch nicht sagen. Funktion ist genau die gleiche, ist mir hier nur aufgefallen. Also in dem Fall Argument Sky bearbeiten wir hier, ist das gleiche wie verbesserter Himmel. Wenn wir das Ganze jetzt mal aufmachen, dann seht ihr schon, dann erinnert uns das natürlich ziemlich stark schon an das Sky Replacement Oberfläche. Können wir auch mal hier aufmachen, seht ihr, ist quasi so ziemlich das gleiche. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Und zwar gehen wir hier oben mal auf Objektauswahl und dann liefert uns Lumina hier wieder mal eine große Auswahl an Objekten, die wir in unser Foto einfügen können. Das Ganze fängt hier oben an mit zum Beispiel einem Heißluftballon, den seht ihr jetzt hier, oder wir haben verschiedene Vögel, die in Formation fliegen. Sieht ein bisschen nach Hitchcock aus. Oder wir haben hier auch verschiedene Wolkenformationen, die ihr einfügen könnt. Wir haben Feuerwerk mit bei. Wir haben Lightning, ist auch cool, sind Blitze, die mit bei sind. Dann haben wir verschiedene Bergformationen, die ihr im Hintergrund einfügen könnt. Und so weiter und so fort. Es sind zum Beispiel auch noch Flugzeuge mit bei. Oder es sind noch verschiedene Planeten mit bei. Ein Regenbogen ist mit bei. Das sieht schon ziemlich cool alles aus. Und der Umfang ist wieder ziemlich groß. Wir machen jetzt mal Folgendes, und zwar hat mir hier der Mond ziemlich gut gefallen, weil der hier auch ziemlich gut in meine ganze Bildkomposition passt. Welche Bearbeitungsmöglichkeiten haben wir jetzt? Als erstes haben wir hier oben die Funktion Stärke. Ganz klar, damit steuern wir die Transparenz unseres Objekts, was wir hier reingeladen haben. In dem Fall der Mond. 100% ist natürlich 100% Transparenz, 0%, ihr seht 0% Transparenz. In meinem Fall kann ich hier die 100% gut belassen. Als nächstes haben wir hier den Regler Farbtemperatur. Wenn wir damit nach links in den Minusbereich gehen, dann bekommen wir eine kalte Farbtemperatur, also mehr so ein Blau. Und wenn wir in den rechten Bereich gehen auf plus 100, dann wird das Ganze ein bisschen wärmer, geht ein bisschen in den Orangeton. Aber wir lassen das hier mal bei 0, das passt nämlich ziemlich gut in unser Bild rein. Als nächstes gibt es hier die Lichtstimmung. Lichtstimmung anpassen. Diese Funktion gab es schon bei Sky Replacement. Wenn ihr jetzt eine stark unterschiedliche Lichtsituation von eurem Objekt und von eurem Motiv habt, was in eurem Foto ist, dann könnt ihr damit das Ganze ein bisschen aufeinander abstimmen. Das ist hier bei mir im Foto aber nicht notwendig. Jetzt passt das natürlich hier oben mit dem Mond ziemlich gut in mein Foto rein. Aber es kann natürlich Situationen geben, wo das natürlich hier nicht passt. Das heißt, ich kann auch mein Objekt woanders platzieren. Und zwar gehen wir hier auf Objekt platzieren und dann seht ihr, dann öffnet sich hier schon so ein Bearbeitungsrahmen. Wenn wir jetzt mit der linken Maustaste hier das Ganze mal anklicken, dann können wir den frei im Bild, den Mond, platzieren. Das finde ich schon mal ziemlich cool. Und wir können, wenn wir hier eine Ecke anklicken, linke Maustaste, dann können wir das Ganze auch skalieren. Und zwar frei skalieren, also in der Proportion. Seht ihr, wir machen es hier ein bisschen größer. Und ich hätte das Ganze jetzt auch ein bisschen gedreht, das seht ihr schon. Da geht auch ein entsprechendes Icon hier auf und dann können wir den Mond auch entsprechend ein bisschen drehen. So, wenn wir das Ganze platziert haben, so wie es bleiben soll, dann gehen wir wieder auf Objekt platzieren und das Ganze ist hier fixiert.
Dann gibt es hier unten die Funktion Maske verfeinern. Die ist das gleiche wie bei Sky Replacement. Wenn jetzt euer Foto, der Hintergrund von eurem Foto noch nicht richtig freigestellt ist, es hier vielleicht irgendwo welche Ecken gibt oder auch irgendwelche kleinen Antennen. Bei mir hier oben ist das ziemlich gut, weil der Hintergrund war natürlich einfarbig blau, da ging es ziemlich gut. Dann könnt ihr hier mit dem Maske verfeinern Werkzeug das Ganze nach oben drehen ein bisschen und dann werdet ihr mal gucken, ob wir es hier im Hintergrund ein bisschen sehen. Ja, da verändert sich bei mir nicht so viel. Dann könnt ihr damit natürlich die Maske, die hier gelegt wird, automatisch durch Luminar noch ein bisschen verbessern. Zu guter Letzt haben wir hier unten noch ein Unschärfe-Tool. Das Unschärfe-Tool ist genau das gleiche wie bei Sky Replacement. Wenn ihr zum Beispiel entgegen meines Fotos, ich habe hier fast alle Bereiche scharf, sowohl den Vorder- als auch den Hintergrund, dann könnt ihr zum Beispiel, wenn euer Foto anders gestaltet ist, das heißt, euer Hintergrund wäre jetzt hier unscharf, dann könnt ihr den Mond auch unscharf machen. Und das macht ihr hier mit dem Unschärfe-Tool. Und zwar seht ihr jetzt hier, dann wird der Mond hier unscharf. Das Ganze, ich brauche es nicht. Wie gesagt, wenn ihr euer Foto anders fotografiert habt, dass ihr mit einer geringen Schärfentiefe gearbeitet habt und der Hintergrund jetzt ziemlich unscharf ist, dann könnt ihr das Tool benutzen. Ich brauche es nicht und gehe mit der Schärfe nicht ganz auf 0, aber vielleicht so auf 4. Der Hintergrund ist ein kleines bisschen unscharf. Vielleicht gehen wir auch ein bisschen weiter hoch auf 9 und dann passt es ziemlich gut in die komplette Bildkomposition. Jetzt gefällt mir das sehr gut und ich würde vielleicht sogar noch gerne einen zweiten Effekt hinzunehmen. Aber das funktioniert so jetzt in der Kombination erstmal noch nicht. Ich zeige es euch. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel uns mal die Vögel auswählen, dann seht ihr, dann ist unser Mond verschwunden. Denn wir können hier in diesem Tool nur immer ein Objekt mit einfügen. Wir gehen jetzt mal hier wieder auf den Mond. Oder wir gehen mal hier auf rückgängig widerrufen, denn da, wo ich ihn platziert hatte, da hat er mir eigentlich ganz gut gefallen. Und dann sind die Vögel wieder weg und unser Mond ist wieder sichtbar. Wir können trotzdem mehrere Objekte übereinander anordnen. Das Ganze ist ziemlich einfach. Im Moment besteht unser Foto ja quasi noch aus 2 Ebenen. Und zwar haben wir hier im Vordergrund mein ursprüngliches Foto und die zweite Ebene wäre jetzt hier der Mond. Das Ganze müssen wir quasi zu einer einzigen Ebene verbinden. Das machen wir hier oben und zwar geben wir da auf Ebenen, dann hier auf Plus und dann zusammengeführte Ebene erstellen. Das heißt, Luminar macht jetzt aus den beiden Ebenen eine einzige. Und wenn Luminar damit fertig ist, dann können wir wieder in den Kreativmodus gehen und dann können wir uns ein zweites Objekt aussuchen. In dem Fall die Vögel, die haben mir hier ganz gut gefallen. Dann seht ihr, da haben wir die hier eingefügt und so könnt ihr beliebig oft vorgehen. Also ihr könnt jetzt das Ganze nochmal genauso wieder machen. Das heißt, ihr könnt jetzt wieder das Ganze hier nochmal als zusammengeführte Ebene speichern in Luminar. Und wenn das fertig ist, dann könnt ihr euch einen weiteren Effekt aussuchen und den ebenfalls wieder oben drüber setzen. Das heißt, wir gehen jetzt hier nochmal in den Kreativbereich und dann wählen wir uns noch ein neues Objekt aus. Wir nehmen mal in dem Fall, was nehmen wir denn mal? Wir nehmen mal einen Blitz noch dazu. Und dann seht ihr, dann haben wir im Hintergrund zusätzlich noch einen Blitz hier mit eingefügt. Und das finde ich schon ziemlich cool. Wie gesagt, das könnt ihr jetzt beliebig oft machen. Ihr könnt das beliebig oft zusammenfügen, die Ebenen auf eine und dann immer noch einen weiteren Effekt hinzufügen. Natürlich könnt ihr auch bereits wie bei Sky Replacement eigene Objekte hier reinladen. Das Format sollte ein PNG-Format sein mit einem bereits transparenten Hintergrund. Das heißt, euer Objekt sollte bereits freigestellt sein und das Ganze dann als PNG-Datei. Ich habe das auch schon mal gemacht und ich zeige es euch mal hier. Entweder könnt ihr auf benutzerdefiniertes Bild laden gehen, dann geht ihr in den Ordner, sucht euch das Foto raus, die Datei, die PNG-Datei und könnt die dann laden. Ich habe das schon mal gemacht und habe mir hier zum Beispiel mal Eurofighter freigestellt. Und dann seht ihr, hier oben auch an dem Mond seht ihr das, dass nämlich Luminar das Ganze zu einem Bild zusammengefügt hat. Und jetzt quasi wieder mein Objekt, in diesem Fall den Eurofighter, hinter das komplette Bild gelegt hat. Auch hier können wir unser Objekt neu platzieren. Das machen wir mal. Und dann packen wir das Ganze mal hier hinter. Ist jetzt ein ganzes bisschen surreal, das Ganze, aber ja, dafür ist ja auch Bildbearbeitung da. Und dann können wir auch das Ganze hier Objekt platzieren machen und fertig wäre unser völlig übertriebenes Bild in Luminar. Aber es kann euch so am besten natürlich die Funktionsweise veranschaulichen. Ich würde die Eurofighter jetzt vielleicht wieder rausnehmen. Sollte euch auch nur zur Veranschaulichung dienen, wie das Ganze quasi funktioniert. Ihr seht also, Luminar 4.2 bringt mit dem Tool AI verbesserter Himmel wieder noch ein cooles Tool mit zu. Damit könnt ihr eure Fotos noch mal ein bisschen mehr aufpeppen und
Vor allem, was mir gut gefällt, ist, dass man wieder eigene Objekte durch die Funktion in dem Tool mit einbringen kann und somit nicht in 4, 5, 6 Wochen auf jedem zweiten Foto die vorgefertigten Objekte, die es hier bei Luminar mitgeliefert bekommt, auf jedem dritten Foto zu sehen bekommt. Vielleicht nutzt ihr das Tool schon, vielleicht habt ihr das Update auch schon durchgeführt, dann lasst mir doch mal dazu gerne einen Kommentar da, was ihr davon haltet, von dem neuen AI verbesserter Himmel. Ich persönlich finde es ganz cool. Mich würden eure Meinungen dazu mal interessieren. Also lasst mir gerne dazu einen Kommentar da. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne zum Video auch einen Daumen hoch. Und wenn wir uns in einem meiner nächsten Videos wiedersehen wollen, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. In diesem Sinne, bis dahin.